Ich habe jetzt zwei Gruppen. Ich habe einmal die Geflüchteten und dann einfach Menschen, die einfach einen Migrationshintergrund haben, nur in Lampertheim sind und sagen, hey, ich bin aus dem Ausland, ich möchte jetzt hier ankommen, was muss ich denn jetzt alles tun? Und da gibt es schon eine Introduction. Wir haben auch ein Welcome to Lampertheim, eine Broschüre, die ist gerade immer noch in Ausarbeitung, die müssen wir noch ein bisschen ausdünnen. Und dort bekommen die Menschen eine Einführung über Lampertheim. Sie kriegen alles vorgestellt und aber auch das ganze Hilfenetz, das vielleicht vonnöten ist. Ja? Also zum einen eine Broschüre über das Front Office, das da stattfindet bei uns, aber auch über die Integrationslotsen, damit sie dort nachlesen können, wann wer seine Sprechzeiten hat, welche Sprache gesprochen wird. Aber das geht ja auch darüber hinaus, nicht nur für Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sondern auch an Institutionen, also das Jobcenter, die Schulen, die Kindergärten. Jeder, der in diesem Bereich in Berührung kommen könnte, werden diese Infos dann weitergeleitet. Also da sei mir eine ganz kurze Vorrede gestattet. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir im Augenblick haben. Die Informationspolitik einer Stadtverwaltung bestand eigentlich früher klassisch daraus: Ich bringe eine amtliche Bekanntmachung in die Tageszeitung, ich bringe einen Presseartikel heraus und erreiche dann einen Großteil meiner Bevölkerung und alle wissen, dass eine Veranstaltung stattfindet oder ein Beschluss getroffen wurde oder eine bauliche Veränderung stattfindet, sich Steuersätze verändern und so weiter und so fort. Das funktioniert so heute in der Form nicht mehr. Wir müssen mittlerweile sehr, sehr viele Medienkanäle bespielen, um diesen fragmentierten Informationsmarkt in irgendeiner Form bedienen zu können. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Homepage, wir setzen immer noch auf die klassische Pressemitteilung. Natürlich machen wir auch Pressetermine, laden die Journalistinnen und Journalisten ein, aber wir stellen einfach fest, dass wir da in dem Bereich besser werden müssen. Das war übrigens in diesem Format Lampertheim Lass mal reden eine der absoluten Hauptthemen des Abends. Lampertheim bietet viel, aber wir, die Bürgerinnen und Bürger, bekommen es oftmals erst hinterher mit. Und das wird eine stetige Herausforderung in nächster Zeit bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben unseren Medienmix deutlich verändert, wir haben ihn digitaler gemacht, aber wir müssen weiterhin daran arbeiten, Menschen auch über unsere Arbeit informieren zu können. Denn Fakt ist natürlich auch, wo keine Möglichkeit mehr besteht, Informationen zu publizieren, wo auch keine legitime Kontrolle von Politik und Verwaltung durch einen kritischen Journalismus besteht, da wird es natürlich für die Demokratie dann problematisch. Also die Integrationslotsen, die werden bei uns jetzt speziell durch das Lernmobil ausgebildet und die haben sozusagen eine Spezialisierung. Sie sind Brückenbauer und sie werden immer wieder, wenn ich zum Beispiel, ich werde angerufen durch den Kindergarten oder von der Schule und beauftrage dann sozusagen die Integrationslotsen, dort eine Übersetzungstätigkeit zu leisten. Ja. Sie sind aber auch dafür angedacht, also wir haben auch viele, die haben Sprechstunden, die sagen, nein, ich möchte 2 oder 3 Mal die Woche vor Ort sein, dort eigenständig eine Sprechstunde haben, das haben wir jetzt auch bei uns. Einmal auf Russisch und einmal auf Somali und Arabisch. Und alle Bürger, die eben diese Sprachen sprechen, können diese Integrationslotsen aufsuchen, sodass diese dann die Brücke zu den Institutionen, zu der Verwaltung schaffen können. Es gibt ja die ein oder anderen Begebenheiten, wo die Geflüchteten sich dann, oder die Menschen mit Migrationshintergrund, sich beschweren und sagen, also das ist doch Rassismus oder das ist doch das. Und da finde ich, ist es schon die Aufgabe zu sagen, wenn du das so empfindest, dann ist hier die Stelle dafür die Integrationskommission, die Vertreter, ja, die eben so etwas auch sammeln und dann eben auch an die Politik oder an die Politiker dann eben weiterleiten.